Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metalorum, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen auf der Retro Classics Messen in Stuttgart. Ein Treffpunkt für Oldtimer-Liebhaber, aber persönlich für mich auch ein Treffpunkt mit vielen Bekannten. Bittercars, wo wir vor einiger Woche waren mit Topspeed im Fokus, SMLK Group, wo wir immer wieder sind, und hier in die Halle 1. Es gibt fast keinen Stand, wo wir die Leute nicht kennen, und es gibt Halle 1, 3, 5, 7, 9, 10 und in der Halle 10 machen wir etwas Besonderes. So, wir nehmen euch mit hier auf der Retro Classics in Stuttgart. Die Retro Classics in Stuttgart gehört zu den wichtigsten Messen für klassische Automobile und Youngtimer in Europa. Hier geht es nicht nur um schöne alte Autos, sondern um die ganze Geschichte der Mobilität. Von seltenen Sammlerstücken bis zu Fahrzeugen, die viele von uns noch aus ihrer Jugend kennen. Wir sind hier 4 Tage lang und immer wieder wird mir gefragt, was machst du dann diese 4 Tage, außer die Beiträge für Topspeed aufnehmen? Ganz einfach, hier ist mein Standort. Das ist Colors of Racing. Da gibt es Autos zu sehen von Hans-Peter Porsche Traumwerk. Es gibt hier viele einzigartige Fahrzeuge, unter anderem auch einige Fahrzeuge aus der Low Collection. Es gibt Rallye-Autos hier, es gibt ein NASCAR-Auto, das übrigens heute Nachmittag gestartet wird, und das zieht natürlich immer wieder Gäste. Schaut euch an, der Mercedes, das ist natürlich einzigartig, das sieht man nicht überall. Rallye-Autos, und um die Ecke hier ist eine Bühne. Und hier auf der Bühne empfange ich jeden Tag um 3 Uhr meine Gäste, und da labern wir über alles, was man nicht in Wikipedia findet. Die Retro Classics nutzt 7 große Hallen der Messe Stuttgart, und jede Halle hat ihren ganz eigenen Charakter. Am Tisch sitzen inzwischen Christian Geisdörfer und Leopold Prinz von Bayern, der schon als kleiner Junge davon träumte, Rennfahrer zu werden. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man überlegt, wie das angefangen hat, dass für mich Auto immer was ganz Besonderes war. Und eigentlich war es meine Leidenschaft, und ich habe aus der Leidenschaft einen Beruf gemacht. Und das war natürlich meiner Familie nicht sehr gut angekommen, weil natürlich der Motorsport nicht ungefährlich ist. Aber ich habe gesagt, Mami, Papi, ich will unbedingt Rennfahrer werden, und das war nicht ganz einfach, das durchzusetzen, aber meine Mutter war ganz glücklich. Ich war so, glaube ich, eher ihr Lieblingssohn. Ich habe noch einen Bruder, und da habe ich 2 Jahre hingearbeitet, habe gesagt, Mami, ich möchte Autorennfahrer werden. Aber in dieser Zeit war Autorennfahren eigentlich nur für die Adlige, und so hat es angefangen. Martin, wir sprechen nach dem Krieg, nicht vor dem Krieg. Also damals war es schon ganz Usus. Wobei er nicht ganz Unrecht hatte. Bei mir hat der Graf Berger von Trips das Autofahren beigebracht. Und der Graf Berger von Trips, das war ja eine unglaubliche Persönlichkeit, gut aussehender Rennfahrer und noch schnell. Das war eine gute Kombi, und wir haben uns in Baden-Baden getroffen, und er hat gesagt, er hat gehört, dass ich Rennfahrer werden wollte, und hat mir viele Dinge beigebracht und mitgegeben, dass man eben talentiert sein muss. Es bringt nichts, wenn du Geld mitbringst und nicht vorne mitfahren kannst, weil du kein Talent hast. Was war dein erstes Talent, was er entdeckt hat? Die Reaktion. Weil ich bin natürlich angefangen, ganz kurz nur im Schlosspark, ersten Fahrversuche mit dem VW Käfer und auf dem Schoß des Chauffeurs, weil ich war 8 Jahre alt, und dann 2 Jahre später mit 10 konnte ich die Pedalerie unten bedienen. Da habe ich zu dem Chauffeur gesagt, du, ich würde gerne mal das Auto alleine fahren in den Schlosspark in Umkirch bei Freiburg. Und dann sagt er, ja, das geht nicht, weil deine Großeltern ärgern sich und würden mir große Probleme haben. Er wusste, dass er starker Raucher war, und habe ihm gesagt, pass auf. Und da kam im Salon, haben wir so Silberbecher gehabt, da waren die Zigaretten drin. Ich habe so eine Bündel in der Hand genommen, so 20 Zigaretten, habe ich gesagt, du gibst mir den Schlüssel und ich gebe dir die Zigaretten. Und dann so der Bart rumgewendet, also dann, ja, gerne, aber nee, ich mach's. Und das war eigentlich, für mich war das der Moment, wo ich
wenn man mich fotografiert hätte in der Zeit, In ein Käfer? ein Grinsen mit einem geteilten Fenster noch hinten. Ich rede mal von 1951. War das natürlich, für mich gab es nichts anderes mehr als Rennfahrer zu werden. Auf der Retro Classics findet man Hersteller, Restauratoren, Händler und viele Clubs. Und gerade bei den Clubs spürt man vielleicht die größte Leidenschaft. Hier geht es weniger um Marktwerte als um gemeinsame Begeisterung für Marke, Modelle, Geschichte und Technik. Beim Porsche 356 Club Deutschland warten Carina Lemmermann, Adrian Der und Achim Klinger auf mich. Aber Achim, das Ziel, um einen Club zu präsentieren oder repräsentieren auf einer Messe. Ja, wichtig ist für alle Spaß. Spaß, die schönen Autos genießen, nette Gespräche. Treffpunkt. Und als Treffpunkt den ganzen. Ja, wir müssen es als Treffpunkt sehen und damit natürlich einfach auch ein Netzwerk aufbauen, sich unterhalten und Leute kennenlernen. Übertreibe ich, wenn ich sage, dass ihr eigentlich fast jede Woche ein Event habt? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben schon einige Events und fast jede Woche zumindest mal, wenn es nur Werkstattvorträge sind oder sowas. Also kleinere Sachen und große Sachen und Ausfahrt natürlich erst, wenn die Straßen trocken sind, das Salz von der Straße ist und dann gehen wir erst mit unseren Schätzchen auf die Straße. Und wir haben hier ein Ehepaar, das sich eigentlich nie streitet, dass man am Wochenende irgendwo hinfährt, weil du bist auch immer dabei, gell? Ja, also es ist eine Leidenschaft, die wir teilen und eigentlich haben wir ein bisschen Benzin im Blut. Ja. Weil ihr seid relativ jung. Und ich glaube auch, dass die Oldtimerei braucht auch diese Verjüngung. Und ich glaube, deswegen habt ihr schon Leute angesteckt, dass ihr die infiziert sind jetzt mit dem Oldtimer-Blut, die in euer Alter sind? Ja, schon. Ja. Also wir haben Freunde gewonnen, wir haben die Leute dazu gebracht, mehr ihre alten Schätzchen zu bewegen. Ja. Und das ist eigentlich die wahre Freude. Wir haben auch schon zusammen Lichtschrankentraining gemacht, also ganz verschiedene Sachen und es macht richtig Spaß. Aber ich muss auch sagen, da hat die 356 Club natürlich das Glück, dass das Autos ab den 50er Jahren sind, die auch eigentlich für jede gut fahrbar sind. Weil ein Vorkriegsauto ist natürlich ganz, ich liebe sie, aber zum Fahren ist schwierig. Stimmt, ja. Zum Reparieren ist schwierig und ab 50er Jahre ist natürlich schon etwas, was jeder haben kann und reparieren kann. Ja, kann jeder haben, kann auch jeder reparieren, mit wenig Vorahnung eigentlich auch. Ne? Und das kann man alles lernen. Aber war das eigentlich nicht die falsche Antwort? Ein Porsche braucht man nicht zu reparieren. Stimmt, aber wir haben ja nur von Autos von den 50ern gesprochen. Übrigens die Messe. Ja. Die Atmosphäre ist wieder richtig gut, gell? Wir haben, liebe Zuschauer, nach Corona haben wir ein bisschen eine Tiefe bekommen. Leute wussten nicht, wo es hinging. Viel mehr digital, gab es dann noch eine Plattform. Aber ich bemerke jetzt schon wieder, nach ein paar Stunden, dass die Messe wieder lebt und dass man froh ist, dass man wieder hier sein kann. Absolut. Weil hier riecht man das. Ja, du hast vollkommen recht. Also ich war ja die letzten 2 Jahre in Funktion hier für den Clubstand da und da hat man gemerkt, dass also das wirklich Jahr zu Jahr sich gesteigert hat. Und jetzt in der Funktion natürlich für die Retro-Messen, wo ich hier bin, sehen wir es auch an den Zahlen, dass es deutlich wieder nach oben geht. Die Leute sind begeistert und ich glaube, man spürt jetzt schon, also ich meine, gestern, Donnerstag, Freitag, heute mit unter der Woche, der Stand ist voll, die Hallen sind voll, die Leute sind begeistert und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Genau. Und ein gutes Zeichen ist auch, dass wir eigentlich ausgemacht haben, 2 Minuten zu reden. Aber ich glaube, wir müssen 3 Sendungen machen. Es gibt hier schönen Wurststand, habt ihr hier, da drüben. Ja. So, wir kommen nochmal zurück und wir sehen uns immer wieder und wir schließen die Sendung mit dir ab, weil Sonntag wissen wir, wie erfolgreich es genau war. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass die Messe Retro Classic Stuttgart lebt wieder und das freut mich so. Kommt noch dahin, wenn ihr wollt, oder für nächstes Jahr. Und wir haben auch Essen, gell? Was auch wichtig, kannst du jetzt schon sagen. Ja, Essen, 8. bis 12. April. Wir freuen uns, Sie sind alle herzlich willkommen auf eine tolle Messe Retro Classics in Essen. Und ich komme nur, wenn du auch da bist. Ich komme auch. Und du auch. Ja, genau. Wir gehen weiter. Mach's gut. Ciao. Kunst und Oldtimer liegen näher beieinander als man denkt. In beide geht es um Form, Charakter und um das Gefühl für Details. Manche Künstler verbinden diese beiden Welten ganz bewusst und arbeiten mit echten Karosserieteilen, die sie in großformatige Werke integrieren.
Inzwischen erzählt der berühmteste Co-Pilot der Welt, Christian Geisdörfer, bei mir am Tisch, wie seine Karriere begann. Wir sprechen jetzt über 74. Also ich habe selber angefangen zu fahren. Ich habe mir damals ein Auto gekauft von Wilhelm Lüding. Das war ein ADAC-Sportpräsident und der ist mit diesem Auto Olympiarallye gefahren. Und Olympiarallye war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich damals auf dem Olympiagelände in München in einer Wechselbox gesessen bin, weil damals, die jungen Leute werden sich daran nicht mehr erinnern, jedes Land hatte eine eigene Währung und da musste viel gewechselt werden und das haben wir eben damals auf dem Olympiagelände gemacht. Für mich war es eine Auszeichnung von der Bank, weil ich eben so eine gute Abschlussprüfung hatte und dann durfte ich eben auf dem Olympiagelände arbeiten. Walter ist damals Olympiarallye gefahren, hat viel Furore verursacht und dann wollte man natürlich auch fahren. Und so ging das los. Aber ich habe auf der Bank gearbeitet und da war es also mit der Freizeit sehr dünn bestellt. Also ich habe dann schnell feststellen müssen, Motorsport ist teuer und das muss man finanzieren können. Und dann war es halt so, dass die Beifahrer immer schwer gesucht waren. Noch dazu Beifahrer, die ein bisschen beweglich waren. Und so habe ich eben gewechselt auf den Beifahrersitz. Und das waren meine Anfänge im Motorsport. Aber ich bin immer in der Rallye-Fraktion gewesen. Also ich war auf der Rundstrecke nur als Interesse, Namen sind gefallen. Rallye war meine Heimat. Auch bei Topspeed zeigen wir regelmäßig die Verbindung von klassischen Fahrzeugen und Kunst. Noch vor nicht allzu langer Zeit kämpften Kandidaten darum, die schönsten Fotos zu machen, bei denen besondere Automobile und Motorräder das Motiv waren. Chiara Eichele gewann dabei den 3. Platz und heute bekommt sie diesen Preis hier auf der Messe von Tino Leukert überreicht. Liebe Zuschauer, vor einiger Woche haben Sie das Finale gesehen von Topspeed im Fokus. Und 3. Platz, Chiara, war für dich. Und ich denke, liebe Tino, sie hat das absichtlich gemacht, weil die hat bessere Fotos gemacht, als sie eingeliefert hat. Weil die hat gesagt, ja, Fotokamera habe ich schon, Hotelübernachtung habe ich genügend, aber die Edelmetalle, das Gold, das möchte ich gerne haben. Und jetzt bist du hier auf der Messe und die offizielle Übergabe von Preis 3, 3. Preis von Tino Leukert, von Metallorum, steht jetzt an. So, ich bin völlig weg. Bitte sehr. Ich bin wie immer gut vorbereitet. Freut mich. Herzlichen Freut mich Glückwunsch. auch sehr. Ich Vielen musste Dank. natürlich alle 3 Sendungen sehen, Ja. um mir auch ein Bild zu machen, ob das berechtigt Und ist. hast du mir auch angesehen, dass ich es aufs Gold abgesehen habe? Nee. Ich Nee, habe dir angesehen, dass du es aufs Motorrad abgesehen hattest, Das aber das stimmt, kann ja. ich leider nicht Und liefern. sie hat versucht, die andere zu beeinflussen. Das ist mir nicht aufgefallen. Oh je, oh je, oh Das ist je. mir Und nicht das ist noch gelungen auch, muss ich sagen. Das Wertvollste ist schon mal die Urkunde, die ich dir überreichen darf. Vielen lieben Dank. Was aufgrund des Sagen wir mal die Goldpreises Zuschauer. nicht mehr stimmt, ist, dass es nur 1.000 € wert sind. Das ist mittlerweile mehr. Danke. Jetzt darf ich das auch mal zeigen. Oh, Ja, da. Ja, genau. sehr schön. So, das ist eine Viertelunze Goldmünze Zeigen Wiener wir auch mal Philharmoniker. bitte. Immer, dass du alles in die Hand nehmen musst. Ja, genau. Aber erzähl, warum ist investieren in Gold? Weil wir machen es nicht umsonst, weil es ist, wir machen es auch. Meine Frau macht es, mein Sohn macht es, ich mache es. Wir sparen monatlich bei euch im Wert von Gold, weil es so stabil ist. Als wir, ein ganz einfacher Grund ist, als wir vereinbart haben, dass wir den 3. Preis stellen dürfen, war das 1.000 € wert. Jetzt ist es 1.400 € wert, das Gleiche. Und das wird aufgrund der Situation auch weiter so gehen. Und du hast ein Zahlungsmittel, was du weltweit einsetzen kannst. Du kannst es nämlich überall in die jeweilige Landeswährung umtauschen und hast zusätzlich den Werterhalt und zurzeit natürlich auch die exorbitante Wertsteigerung. Ich wünsche damit ganz, ganz viel Vielen lieben Dank. Spaß und auch Erfolg. Und, liebe Zuschauer, schau, ich denke, du hättest lieber Silber, oder nicht? Es ist okay. Das ist auch schon 5.000 € wert. Ich muss ja das Gold nicht Oh, warte. tragen, deswegen Ja. ja.
Aber Tino, Silber zum Tragen, Gold zum Wert zu der genau. Wertanlage. Vielen Dank, Ja? dass ihr mitgemacht habt. Und Danke du, euch. wart, von beiden Seiten die Gratulation. 1, 2, du auch. Herzlichen Glückwunsch. ich Top Speed liebe in es. Fokus. Dankeschön. Bis zum nächsten Serie. Wir gehen wieder weiter und setzt euch, hockt euch hin und erklärt noch mal einiges. Dann Niemals. sehen wir uns wieder. Ciao. Ciao. Sehr cool. Die Welt rund ums Automobil hat viele Gesichter. Hier geht es um Technik, um Konstruktion und um Persönlichkeiten, die ihre Zeit prägen. Manche schreiben Geschichten auf der Rundstrecke, andere auf schmalen Landstraßen, im Regen, im Staub oder im Schnee. Leopold, Prinz von Bayern, feierte seine Erfolge auf Asphalt, Walter Röhrl und Christian Geisdörfer im Rallye-Sport. Für den Prinzen steht aber außer Frage, wem sein größter Respekt gilt. Ja, also man muss wirklich sagen, und das sage ich auch immer wieder, wenn ich danach gefragt werde, dass die Rallyefahrer die eigentlichen Beherrscher sind eines Autos. Weil ich bin mal beim Walter mal mitgefahren, aber nur einmal. Und dann die in hohen Geschwindigkeiten quer durch die Kurven fahren und das noch beherrschen, das ist ganz, ganz große Schule. Und ich meine, wir auf der Rundstrecke sind das Auto zu beherrschen. Und für mich war ein Rallyefahrer einfach diejenigen, die wirklich die Autos, ich meine, ich habe oft so Filme angeschaut über Rallye in Finnland und wie die dann über diese Kuppen springen und in der Luft schon einlenken, weil dann die Linkskurven kommen. Und das kennen wir gar nicht. Ich habe mit dem Rauno Alton, habe ich ja auch 2 Liter Teaser gefahren und der war immer langsamer als ich. Da hat unser Finne hat er gesagt, ich verstehe nicht, Poldi, warum bist du schneller als ich? In seinem geborenen Deutsch mit finnischem Akzent habe ich gesagt, einfach deswegen, weil ich die Ausgang der Kurve, die Geschwindigkeit mitnehme. Und er hat ja angestellt mit der Handbremse. Und so sind wir zusammen mit dem Teaser Rennen gefahren. Und jemand, der die schnellste Runde hatte, der durfte den Start fahren. Das war ich dann. Und er ist also nicht wirklich dran gekommen, aber das ist eine ganz andere Fahrverhalten oder Fahren in den Kurven mit dem Rallye als mit dem Rundstreckenauto. Und ich finde einfach, das ist für mich das Höchste. Also das sind für mich die Meister. Für die Besucher gibt es hier unglaublich viel zu sehen. Von besonderen Motorradsammlungen bis hin zu einer Hommage an den legendären Hans Hermann, der vor kurzem von uns gegangen ist. Und ein wichtiger Anbieter auf dem Oldtimer-Markt ist die SML Car Group, bei der man am Stand garantiert auf außergewöhnliche Exemplare trifft. Und wer könnte uns diese Exoten besser vorstellen als Geschäftsführer und Freund unserer Sendung, Thomas Hinz. Wir haben dieses Jahr eine ganz besondere Auswahl wieder an Fahrzeugen dabei. Viele limitierte Fahrzeuge. Der SF90XX Stradale limitiert auf 799 Fahrzeuge. Ein One-of-One, also komplettes Einzelstück der SLS GT3 in dieser Farbe. Ein wunderschönes Pärchen von der Turbo S vom 991 Exclusive Series. 500 Fahrzeuge wurden da als Coupé gebaut. Und für Amerika nochmal 200 Fahrzeuge als Cabrio haben wir hier als Pärchen stehen. Also ganz viele verschiedene besondere Fahrzeuge. Das meist fotografierteste Fahrzeug allerdings bei uns, das steht da hinten. Und zwar ist es dieser, in Anführungszeichen, unscheinbare Käfer. Ist ein Original-Filmauto aus dem 4. Teil der Herbie-Reihe. Herbie Goes Bananas im englischen Originaltitel. Also originales Filmauto, das damals verwendet wurde. Mit unfassbarer Patina natürlich, aber was ganz Besonderes. Und ja, da bleiben die Leute tatsächlich hängen. Also wir sind froh, dass wir es bei uns am Stand haben und generell sind wir froh, hier zu sein auf dieser Messe. Und ja, wir freuen uns auf viele schöne Tage hier. Das Schöne an Gesprächen mit Ikonen früherer Zeiten ist ihr unerschöpfliche Vorrat an Geschichten. Obwohl ich meine beiden Gäste seit vielen Jahren gut kenne, kommen immer wieder neue Anekdoten ans Licht. Die schönsten sind natürlich die das große Publikum noch nicht kennt. Es sind Erlebnisse, die heute kaum noch möglich wären. Erlebnisse, die dem Motorsport aber immer seinen besonderen Charme gegeben haben. Ganz anders als die einstudierte Antworten, die Spitzensportler heute im Auftrag ihrer Teams geben müssen. Du hast mal in Portugal bei einer Rallye, hast du richtig getrickst mit, kann ich mich erinnern, mit deinen Rücklichter. Ja, ich muss das jetzt richtig stellen. Wir haben getrickst im Rahmen des Erlaubten. Also wir haben nicht beschissen auf gut Bayerisch, sondern wir haben ihm einfach
das Reglement genutzt. Das war in Portugal der Fall, war bei der Rallye Monte Carlo der Fall, weil wir uns einfach im Reglement entsprechend ausgekannt haben und die sogenannten Graubereiche genutzt haben. In Portugal, das war diese weltberühmte Geschichte, wo wir im Nebel diese Fabelzeiten gefahren sind. Und das ist grundsätzlich schon sehr schwierig, im Nebel schnell zu fahren. Wir waren gut vorbereitet, wir hatten entsprechenden Aufschrieb. Und mir war klar, wenn wir jemanden von unseren Kollegen aufholen, fährt der natürlich hinter uns easy nach. Also habe ich die Sicherungen, die vor mir im Auto verbaut waren, entsprechend präpariert. Ich habe mal von den Jungs da aus der Marlboro-Schachtel das Silberpapier geben lassen, weil ich für die Sicherungen zu weit weg war. Und einen Gurt wollte ich also da nicht losmachen. Dann habe ich so Staniolpapier zwischen Sicherung und Kasten geklemmt, 4 Stück. Und wenn ich also dann, wenn wir jemanden aufgeholt hätten, was wir dann auch haben, habe ich einfach das rausgezogen. Die Sicherungen sind dann durchs Auto geflogen, aber das war egal. Aber hinten war sowohl Bremslicht wie also auch Rücklicht weg. Und damit ist es unheimlich schwer, im Nebel jemanden nachzufahren. Der Jean Todt, der damals mit dem Guy Fréclin gefahren ist, der sagt mir heute noch, dass das nicht fair war. Da sage ich, Innerhalb der Reglement. Ja, ist ausgefallen. Ja. Passiert. Die meisten Besucher verbringen einen Tag auf der Retro Classics. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das bei weitem nicht reicht, um alles zu sehen. Wir haben aber das Glück, an alle Tagen vor Ort zu sein und so treffen wir so gut wie jeder, der in dieser besonderen Community eine Rolle spielt. Und oft verabredet man sich schon im Vorfeld, um sich auf der Retro Classics zu treffen. So ist es auch mit Fritz Sirene, seit vielen Jahren Partner unserer TV-Show. In einer ruhigen Ecke nehmen wir uns die Zeit, die sonst immer fehlt. Fritz, mein Lieber, wir alle unsere Unterstützer sind wir euch, Voigtmann und Herold, Rita Voigtmann und dir, unglaublich dankbar für die Unterstützung, weil ohne euch könnten wir die Sendungen sowieso nicht machen. Und ihr gebt uns die Gelegenheit, das alles zu zeigen. Ja, das jedes Jahr wieder und seit vielen Jahren schon. Vielen. Everything okay, gentlemen? Yes, James, thank you very much. Is that shaken? It's not stirred the way you like it. Just how I like it. Cheers. Cheers. Einzige Möglichkeit, um mit James Cheers. Bond himself zu prosten. You check the area. Thank you very much. My name is Bond. James Bond. Im ersten Teil unserer Retro Classics Reise haben wir gezeigt, was diese Messe wirklich ausmacht. In 7 große Hallen zeigt die Retro Classics eine enorme Vielfalt. In Sondershows wie Colors of Racing erzählten die Rennwagen ihre Geschichte durch Farbe und Design und auf der Bühne empfing ich meine Gäste zu Live-Bühnenshows. Es gab klassische Exponate für jedes Alter, von legendären Motorsport-Meilensteinen bis zu Alltagsklassiker, die man sonst kaum noch zu sehen bekommt. All das macht diese Messe zu einem der bedeutendsten Treffpunkte der Fahrkultur. Ich habe ein Glas Martini. Martin hat ein Glas Martini in der Hand mit James Bond im Hintergrund. Aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Glas Alkohol getrunken. So, weißt du was? Du darfst haben. Prost. Ich muss mal leider noch fahren. Ich bin da total trocken, wenn ich fahre. Also bleiben wir dabei. Wir gehen weiter. 0,0. Danke dir. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil der Retro Classics 2026. Und wieder mit interessanten Gästen am Tisch. Top Speed is powered by Voigtmann und Herold, Metalorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.